High-THC-Strains, davon halte ich gar nichts. Das hat nichts mit Medizin zu tun. Höher, schneller, weiter. Die Leute wollen einfach Overdose. Alle! 60% würde ich sagen, ist not good stuff. Hier geht es den Leuten nur um Geld. Es geht den Leuten einfach nur um Geld. Ja. Die lügen dir ins Gesicht, das ist denen allen scheißegal. Bam, 12 Mann bei mir in die Bude. Zack, reingerauscht. Wie im Film, so diese Tür. So wie im Film, bum, 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 Herr Seefried, machen Sie auf. Alle sehen im Cannabismarkt die nächste Goldgrube. Aber kaum jemand spricht darüber, wie undurchsichtig er wirklich ist. Übertriebene Versprechen, fragwürdige Qualität und Player, die nicht ehrlich spielen. Mein heutiger Gast hat genau das selbst erlebt. Und die Frage ist, wer gewinnt hier am Ende wirklich? Willkommen beim Mary Jane Podcast. Ich bin Jung, Mitgründerin der Mary Jane Berlin. Mein heutiger Gast, Vincent Seefried, Unternehmer, Händler und jemand, der den Cannabismarkt nicht nur beobachtet, sondern selbst mehrfach erlebt hat. Vom Handel mit Produkten über CBD bis hin zu großen Deals mit Konzernen. Er kennt die Realität hinter dem Hype. Die große Frage heute: Goldgrube oder Illusion? Was war dein prägendstes Erlebnis rund um Cannabis? Als ich damals meine erste Firma gegründet habe, das Gefühl, wenn du was umgesetzt hast, wo du dran geglaubt hast, das war eigentlich das Schönste. Danach ist natürlich das Gerüst ein wenig zerfallen, weil ich wollte CBD verkaufen Ja. und war 17 und habe mein erstes Startup gegründet, Better Elements, und habe das dann auf den Markt gebracht. Aber dieses Gefühl, dass du dir was ausdenkst, dass du es umsetzt, dass du an was Gutes glaubst, das war das Prägendste eigentlich. Okay, war das auch dein allererster Kontakt mit Cannabis? Nein. Ich war schon jung Freizeitkonsument, das kann ich auch so sagen, und hatte damit sehr, sehr viele Touchpoints, seitdem ich 13 bin. Du hast das mit 13 das erste Mal So geraucht. könnte man das sagen, ja. Aber wo bist du aufgewachsen, dass du mit 13 bitte Also, ans die Gras- Realität über Cannabis ist, du kriegst Cannabis überall her. Du kriegst als junger Mensch Cannabis einfacher als Zigaretten oder Alkohol. Weil Cannabis ist im illegalen Markt. Der illegale Markt wird von Leuten, die 16 sind, in deiner Schule bespielt oder von dem bespielt. Und von denen kriegst du es viel einfacher, anstatt irgendwo eine Ausweiskontrolle zu haben oder sonst was. Ja, aber das heißt, du hast es in der Schule gekauft damals. Nein, ich habe es am Schlachthof gekauft in Wiesbaden. Ich habe früher geskatet und bin BMX gefahren oder Dirtbike, so hieß das. Und da waren immer die ganzen, sag ich mal, Jugendkulturen, die dann da die Skater waren. Und von denen habe ich das sozusagen gekauft. Also, ich muss es mir mal vorstellen. Du bist 13, Vincent. Du bist skaten, so als 13-Jähriger, da so hin und her. Und dann kommst du einfach auf die Idee, Cannabis zu kaufen oder wie? Oder hast du gesehen, wie ältere Kinder, die so richtig cool waren und dachtest, boah, ich will auch so cool sein? Also in der Welt, so wenn man jünger ist, ist es ja so, man will ja alles ausprobieren. Man denkt ja immer, die Erfahrungen, die man macht, sind gut für einen und man will alle Erfahrungen jetzt sofort machen. Also bei dir. Genau, Du bei willst mir, sagen, bei ja. mir. Und so meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Vincent, heb dir noch Erfahrung für später auf. Das habe ich nie verstanden, aber jetzt liebe ich diese Aussage. Und dann hat man halt angefangen, Du hast angefangen. ich habe Ja. angefangen, dann das natürlich da zu riechen. Es ist sehr intensiv. Ja. Du hast gesehen, wie das andere Leute machen und dann hast du gesagt, so, ey, ich will dich jetzt auch mal ausprobieren. Da hast du erstmal eine Zigarette geraucht, hast eine Mit Zigarette 13 hast geraucht. du auch noch Zigarette geraucht. Ja klar, ich habe alles ausprobiert. Ich war schon immer so, dass ich in Sachen reingegangen bin, ohne mit einer Konsequenz zu rechnen. Das hat bestimmt mit meiner Vergangenheit, mit meinem Vater, dass sich meine Eltern getrennt haben und mit diesen Dingen zu tun. Ja. Und deswegen willst du dich dann spüren. Und wenn du dich spüren willst, machst du neue Dinge, die dich in Gefahr bringen. Adrenalin. Genau. Okay, ja. Und da hat Verbotenes natürlich einen ganz besonderen Reiz. Das heißt, du hast nach dem Kick gesucht. Genau, nach dem Kick und nach dem Entkommen sozusagen im System. Weil das hat dich ja alles nicht abgeholt. Du hast dich nicht verstanden gefühlt. Es war alles zu langweilig für dich. Ja. So. Und dann suchst du halt was dich runterbringt. Und das ist auch ganz klar so, ich habe ADHS, aber ich liebe mein ADHS. Es soll gar nicht eine negative Sache sein. Ja. Aber du hast dafür keinen Trichter im jungen Alter. Du weißt doch nicht, was sollst du mit dieser Energie anfangen? Okay. Und dann, Kiffen bringt dich halt direkt runter. So. Okay. Aber das hast du ja danach erst erfahren, dass dich das runterbringt. So, du warst 13. Mhm.
bist auf diesem Schlachthof, Mhm. wo du geskatet hast. Und woher wusstest du, wen du jetzt ansprichst und der dir dann Das war eigentlich Dann ziemlich Graf- einfach. Wenn du Menschenkenntnis hast, dann hast du denjenigen im Park, den du weißt, hey, zu dem hast du eine Connection. Der ist vertrauenswürdig, Ja, okay. der passt auf uns auf, der ist da hier. Und wie Den alt hast war du der? dann danach gefragt. Wie alt war der? Der war 22, 23, Tim Cavallo hieß der. Ist kein Problem. Und der hat dir einfach, dabei wusste er, du bist 13. Ja, erstens, er wusste nicht, dass ich 13 bin. Er hat bestimmt gedacht, ich wäre 15. Okay. Das lädt man ja dann immer klein am Anfang, Ach so, wenn man ja. jünger ist. Aber auch die andere Sache ist, er weiß doch ganz genau, dass ich es mir sonst woanders hole. Ja, okay. Wenn du als junger Mensch was ausprobieren willst, dann kriegst du es. Überall her. Und es ist immer besser, wenn du es dir von Leuten holst, mit denen du ein Vertrauensverhältnis hast. Also so, sage ich mal, ticken die Jüngeren heutzutage. Das heißt, heutzutage ist es mega einfach und du bist ja nicht mal in einer Großstadt aufgewachsen. Ja, es sind 300.000 Einwohner, die es da gibt in Wiesbaden, aber es ist keine Großstadt, nee. Ja. Und du hast es ausprobiert. Wie war's für dich? Ja, ich war total stoned, also konnte gar nicht mehr richtig denken. Also das erste Mal, man hat ja dann auch noch ein unterentwickeltes Gehirn, man ist ja jung und dann ist man ja auch voll zugedröhnt. So, und Was nicht gut ist, Leute, weil gar nicht gut. Also ich würde das jetzt auch anders machen, aber es ist einfach was, wo ich erst im Nachgang schlauer geworden bin. Mir hat das immer alle gesagt, ey, macht's nicht. Ja. Aber jetzt verstehe ich 100% auch warum. Aber Und warum was? sollte man es nicht mehr machen, Weil wenn man jung ist? man ist im jungen Alter, hat man so ein tolles Gehirn, was so gut funktioniert. Ja. Und man hemmt das einfach. Und man könnte dann noch viel mehr aus seinem Gehirn rausholen, wenn man es ordentlich fördert. Und ich arbeite mich in so viele Thematiken gerne rein. Und wenn ich das dafür noch eine bessere Konzentration hätte, die vielleicht auch vom Kiffen kommt, wäre ich noch erfolgreicher. Nicht nur geschäftlich, auch privat. Und Ja. das ist total schön. Aber was man auf jeden Fall zusammenfassen kann, ist, dass Jugendliche ganz einfach, egal vor allem wie groß der Ort ist, also man würde ja denken, das wäre eine Großstadt, aber du kommst ja aus einem ganz kleinen Ort. Und Egal, wo auch du in bist. Bayern. Ich habe einen guten Freund, der lebt in Bayern. Und die kiffen da auch wie sonst was, obwohl es da mega illegal ist. Aber dadurch ist der Kreis viel kleiner. Man weiß genau, wo man es herbekommt. Es ist überall das Gleiche. Okay, das heißt, dass auch, ich meine, wir hatten ja jahrelang war Cannabis verboten, dass trotz des Verbots Jugendliche sehr leicht angekommen sind. Und du auch ja von gesagt hattest, sogar einfacher, es ist einfacher, was vom Schwarzmarkt zu besorgen, als jetzt im Supermarkt sich Wodka zu holen, weil es da ja die, Altersüberprüfung gibt. ja, So, und die müssen ja aufpassen, die haben ja ihre Sorgfaltspflicht und das hat der Dealer ja halt nicht. aber hat dich damals dann auch jemand aufgeklärt und gesagt, okay, wenn du das raus, dann gäbe es die Konsequenzen, weiß ich nicht, es ist gestreckt, da könnten die Sachen drin sein, oder war das für dich wirklich, du hast nur das mitbekommen, das wird passieren, ich will es einfach selbst ausprobieren? Also ich bin immer sehr wissbegierig und stelle sehr viele W-Fragen. Ja. Da bin ich aber nicht normaler Konsument gewesen. Aber ich war auch schon als kleiner Junge durch mein Elternhaus sehr wissbegierig. Ja. Und dadurch habe ich ja gefragt, ey, wie ist das gestreckt? Kann man Aschetest machen? Da macht man die Asche drauf, ob die ölig wird. Wenn die ölig wird, weißt du, da ist irgendwas drauf, die muss ganz weiß sein. Ja. Und so hat man dann verschiedene Straßentricks gelernt, dass du weißt, hey, das ist gestreckt oder nicht gestreckt oder dass da Haarspray drauf ist. Und du hast schon immer wieder Kontakt zu gestrecktem Material bekommen, Ja. aber du hast damit einfach umgehen gelernt. Und Ja. du hast wieder die größeren, von denen du was gehalten hast, die du bewundert hast, die hast du um Rat gefragt. Okay. Aber du hast ja auch schon gesagt, du hast damals irgendwo den Kick gesucht. Weil es gibt natürlich Jugendliche, die tun das einmal testen und merken, ja, okay, schön und gut, aber jetzt nicht für mich, ne? Aber es gibt ja wirklich Menschen, die da eine Konsumstörung entwickeln. Und bei Jugendlichen ist es halt sehr gefährlich, weil die noch ein Gehirn haben, was sich in der Entwicklung befindet. Und ich sage immer, Cannabis ist jetzt nur das Symptom, aber da gibt es ja schon davor was dich in so eine Konsumstörung führen kann. Also irgendwas in dir fehlt. Und du hast ja sehr selbstreflektiert bei dir schon erkannt, dass du damals irgendwo immer das Adrenalin gesucht hast, um etwas zu fühlen oder etwas. Was hast Ja, du was zu gesucht mit dem? vergessen und so. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich relativ jung war. Ja? Mein Vater war nicht da. Du hast dann einfach, du
wohnst dann mit deiner Mutter und mit deiner Schwester zusammen. Du hast keiner, der dir die Leviten lesen kann. Du hast die alle im Griff, schon als so kleiner Pimp. Du brauchst irgendwas, was dich sozusagen aus dem Konzept bringt. Also eigentlich hast du Halt gesucht. Genau. Und dadurch gehst du in eine Community rein, die illegal ist, um diesen Halt zu bekommen, weil du da ein Gruppengefühl hast. Ah, okay, aber das ist nämlich das Ding, weil das Einzige, was du suchst, ist ja Halt, aber als Jugendlicher kannst du ja nicht wirklich differenzieren, okay, ist das jetzt eigentlich gut für mich oder nicht gut für mich, weil es geht nur um den Halt. Genau. Und den suchen, ja. Weil ich war damals in so einem Suchtpräventionszentrum, da haben wir auch Geld hingespendet und die meinten wirklich, bei den Jugendlichen ist so Cannabis Nummer 1, ich nenne es mal Droge, und gleichzeitig denke ich mir auch, wenn so die Politiker argumentieren, ne, Einstiegsdroge, macht süchtig und dies und das, dann denke ich mir so, okay, es ist nur ein Symptom, aber da sind noch so viele Schritte davor, dass ein Kind sich nicht getragen fühlt, nicht geborgen fühlt. Eigentlich müsste man ja schon bei den Eltern ansetzen, dass die so weit sind und so achtsam in ihrer Erziehung mit den Kindern sind und das überhaupt wahrnehmen können. Ne? Aber wie gesagt, das wäre jetzt so ein bisschen die Traumwelt. Ja, ich denke auch Traumwelt. Das lässt sich echt nicht umsetzen. Ja, und deshalb, aber wie gesagt, an alle Politiker da draußen, ihr habt es gehört, trotz Prohibition ist es sehr, sehr leicht zugänglich für Jugendliche. Ja. Ohne jegliche Aufklärung, ohne jegliche... Das ist schon wirklich die Sache, es ist sehr leicht. Ja. Und was auch das Schlimme heutzutage ist einfach der THC-Grad. Also man muss ganz klar sagen, ich habe früher immer, meine Lieblingssorte war Orange Bud. Und Spad ist ein Standard, ist eine Sorte, die richtig schön wenig THC hat. Ja. Und das habe ich total gemocht. Und das würde ich jetzt manchmal vielleicht auch noch konsumieren. Ja. Aber heutzutage ist halt Social Media so aufgehypt, ich bin jetzt mittlerweile 26, das ist vor 13 Jahren gewesen, erschreckend. Und da war der THC-Gehalt noch nicht so hoch. Da war der Haze maximal bis 23-25%. So. Ja. Aber jetzt ist ja die Sachen, es gibt ja 30, 35, es gibt gepanschte Sorten und. Und das ist ja was das noch viel gefährlicher macht, wo man noch viel mehr drauf aufpassen muss. Weil durch Social Media wird diese ganzen 1010, Cali Boys, diese ganzen Sachen, die es da gibt, die sind halt High THC und die sind noch viel schlimmer für junge Menschen. Ja. Weil die schädigen das Gehirn noch viel mehr, weil das ist viel mehr THC, was in deinen Kopf kommt von psychoaktiver Substanz. Ja. Und das würde ich auch nur warnen vor. Und das heißt, die pushen hochprozentiges Cannabis, weil sie den Rausch, wie nennt man das, fördern? Weil sie den Rausch fördern und weil die Zugehörigkeit durch ein riesiges Brand gegeben ist für die Leute. Wow, du bist cool, du hast die 1010. Du hast das. Du hast... Ja. Das ist das Problem. Und du sagst aber, für den Anfänger oder Otto-Normalverbraucher ist das hochriskant. Hochriskant. Also generell High-THC-Strains, davon halte ich gar nichts. Okay, das kann jetzt hier jeder sich vielleicht aufregen drüber. Davon halte ich gar nichts. Das hat nichts mit Medizin zu tun. Das hat nichts mit irgendwas zu tun. Das ist eine reine Betäubung deines Selbstes. Ja. Und es hat nichts mit einer Medizin oder irgendwas, was dir gut tun kann, zu tun. Weil es ist viel zu psychoaktiv. Aber ich weiß nicht, ob du solche Leute kennst, die das Hochprozentige konsumieren. Solange es jemanden gibt, der das kauft, wird es solche Brands geben. Was glaubst du, warum Menschen sowas konsumieren? Guck mal, wenn du dir die Autoindustrie anschaust. Die schnellsten Autos vor 15 Jahren hatten 400 PS. Jetzt hast du 1000 bis 2000 PS in einem Bugatti Veyron. Ja. Ist immer das Gleiche. Ja. Höher, schneller, weiter. So ist der Mensch gemacht. Ja. Und so wird es auch bei Cannabis sein. So ist es. Es gibt einfach, die Leute wollen einfach Overdosing. Das siehst du in dem Schwarzmarkt mit Kokain. So eine Reinheit, wie es jetzt gibt, im Kokain-Schwarzmarkt gab es noch nie. So. Ja. Und das ist total schrecklich. So ist es mit Autos, so ist es mit allen Konsumprodukten. Alles muss nur noch hochdosiert sein. Mhm. Und das hat aber was mit unserem System zu tun. Aber wenn du jetzt mal dir deine Freunde anschaust, hast du da viele, die da eher hochprozentig... Alle! Okay. Jetzt tu mal den Vergleich zu den Freunden oder den Menschen, die du kennst, die hochprozentig und niedrigprozentig konsumieren. Was ist der Unterschied? Also was suchen die ein
im Hochprozentigen? Die einen sind reflektiert und machen das als Medizin, nehmen das für ihre Gesundheit oder für mal runterkommen, für irgendwelche positiven Aspekte, und die anderen sind meistens Langzeitkiffer, die einen sehr hohen Spiegel haben. Dadurch wirkt es nicht mehr, sagen die immer. Sie müssen das so konsumieren. Ja, okay. Sie hassen Tabak. Sie wollen nur Blunts rauchen mit so hochprozentigem Kram. Und bei denen ist Weed aber auch deren Lebenswerk. Was meinst So. du mit Lebenswerk? Die identifizieren sich darüber. Ja. Und die haben ihre, sage ich mal, ihre Sachen, weswegen die angefangen haben, nicht so wie ich irgendwie verarbeitet, was mir ganz wichtig ist und was ich jedem auch nur empfehlen kann, Ja. deine Dinge zu verarbeiten, weil einem geht es so gut danach. Ja. Sondern die wollen es gar nicht verarbeiten, weil die haben es so in eine Ecke gedrängt und so viel über Jahre lang da drauf gekifft, dass es einfach, Du meinst deren vergangene Erfahrungen oder Emotionen, genau, irgendwas, was einfach man up and stresst. safe, zugemacht und irgendwo weggeworfen. Aber die tun jetzt hochprozentiges konsumieren. Sind die denn so dauerhigh? Also wirklich betäubt? Oder sind die schon so, wenn man mit denen redet, merkt man das nicht? Ja, bei denen ist es halt ein Dauerzustand. So, das würde ich so sagen. Das ist ein Dauerzustand. Man merkt es zwar mal nicht, aber man sieht halt einfach, wenn man zum Beispiel mit diesen Menschen wegfährt und man in einem Land ist, wo man nicht kiffen kann, Ja. wie auf einmal der Suchtdruck da ist. Ah. Und wie auch eine Abhängigkeit gegeben ist. Und alles, was in der Abhängigkeit ist ungesund. Aber du würdest sozusagen schon sagen, dass die, sag ich mal, wo Cannabis wirklich Lebensinhalt ist, dass die schon tendenziell eher was verdrängen wollen. Oder würdest du sagen, das sind mal so? Ich würde sagen 80-20. Ich würde sagen, 80% hat schon irgendwas in jungen Jahren, was es mit der Verarbeitung zu tun hat. Ja. Weil du fängst sehr jung an. Also ich bin jetzt ja kein Einzelfall. Ja. Es spricht vielleicht keiner aus oder traut sich das zu sagen. Aber so, und vielleicht 20% bei denen ist das, die wollen nichts verdrängen, sondern haben das wirklich ganz starkes ADHS, und bei denen hilft es super als Medikament dafür, oder haben irgendwie Arthrose oder haben wirkliche Sachen, wo das einen positiven Impact hat. Also die wirklich Hochprozentiges brauchen, weil irgendwas Biologisches dadurch ausgeglichen wird, ne? Genau, oder aber da bin ich auch der Meinung, dass auch Rauchen nicht das Richtige, sondern Verdampfen, Ja. weil man einfach beim Verbrennung entstehen immer sehr viele Schadstoffe. Ja. Und das ist einfach was, wo man verstehen muss, Verdampfen ist Medical Use, Verbrennen ist immer noch ein leichter Freizeitkonsum beigemischt. Okay. Ja, krass auf jeden Fall. Und schön, dass du das so zusammenfasst anhand deiner Erfahrungswerte. Ich möchte aber nochmal zurückgehen, weil du meintest, du hast mit 17 deine erste Cannabis-Firma gegründet. Ja. Das heißt, warst du davor schon selbstständig? Weil du meinst erste Cannabis-Firma, aber du meintest nicht allererste. Also ich liebe Business. Ich liebe einfach Business. Ja. Und du lernst dann ein Gut kennen, was du magst, womit du umgehen lernst und was du handeln kannst. Also warst du selbstständig? Ich war davor schon selbstständig, ich habe schon mit allem gehandelt, ich habe Taschen verkauft, ich habe das verkauft, mit jenes wie viel? verkauft. Mit 14 oder was? Ja, 14, 15. Ich durfte dann halt keine Firma haben, aber ich habe dann eBay Kleinanzeigen, war mein bester Freund, und dann immer eingekauft, verkauft, Fahrradteile, verschiedene Sachen gemacht. Ja. Und dann hatte ich halt diese Verbundenheit mit Cannabis, weil ich ein regelmäßiger Konsument war. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, hey, okay, jetzt wird CBD legal. Weil da gab es diese Umschreibung des Gesetzes mit der Klausel. Und ich hatte halt selber auch noch keine Ahnung, und es gab ja auch bis jetzt keine Regulierung wegen CBD, dass das wirklich legal ist. So, wir haben ja Novel Food Verordnung, leider darf man CBD-Öle für die richtige Anwendung eigentlich nicht verkaufen. Man darf CBD-Blüten auch nicht verkaufen, auch wenn jetzt zum Beispiel unsere guten Partner, wir hatten Sanaleo und Leute dafür wirklich gekämpft haben, dass da jetzt eine Steuerbanderole draufkommt, gibt es immer noch Beschlagnahmungen vom Zoll. Ja, aber das war jetzt so ein Seiteffekt. Kommen wir nochmal später rüber. Aber das heißt, später hin. Mit 17, weil Genau. Ich check das nicht. Kannst du überhaupt eine GmbH gründen mit 17? Du kannst das mit Einverständnis mit deinen Eltern machen, und du gründest, weil man hat ja das dann davor gegründet, und dann gehst du so
machst du es eher so auf Einzelgewerbe Ja. und dann gründest du, wenn ich älter bin, also mit 18, habe ich dann eine GmbH gegründet. Okay, das heißt, du hast die Firma gegründet, um was genau? CBD? CBD zu verkaufen, weil ich fand immer so, das CBD, finde ich, ist eigentlich das beste Cannabinoid. Weshalb? Weil es einfach muskelentspannt ist, es hilft Frauen bei Menstruationsbeschwerden, es ist nicht psychoaktiv, Ja. du kannst trotzdem mal abends einen rauchen, hast morgens keinen Kopf. Das fand ich schon immer sehr, sehr gut und dann habe ich gesagt, ey, und das kann ich endlich an alle Kioske verkaufen. Dann habe ich eine Brand aufgemacht und habe an alle Kioske, habe es abgepackt bei uns. Aber in welcher Form? In der Blütenform. Okay. Und dann habe ich es abgepackt, habe mir so Tüppchen bestellt auf Alibaba und habe mir halt alles ausgedacht. Habe meinen ersten Designer und habe das so und dann habe ich das Step by Step hochgezogen. Da habe ich meine ganzen Jungs eingeladen, dann haben die für mich Tüppchen abgepackt. Aber du hattest schon Geld um dieses Anfanginvestment. Ja, aber das will ich jedem sagen und ich habe mehrere Firmen mittlerweile. Du brauchst kein Geld für Business. Du musst nur anfangen. Alles Step by Step. Ich habe 0 Kredit, ich habe 0 Kapital von anderen, ich habe mir immer alles selbst erhasselt. Ja. Du kannst einfach Kellnern gehen, dein Trinkgeld zur Seite legen, es nicht versaufen und dann hast du schon irgendwann 1.000, 2.000 Euro. Da machst du deine erste kleine Produktion für irgendwas und gehst Step by Step. Es ist noch nie der Meister vom Himmel gefallen. Okay, das heißt, du hast damals praktisch dein CBD-Gras verpackt, an Kiosk verkauft. Und was ist dann passiert? Weil du hast ja die Firma nicht mehr. Die habe ich nicht mehr. Also es war so, dann habe ich das verkauft, das lief immer besser, immer besser. Ich habe immer mehr Jungs bei mir gehabt, die Tüppchen gepackt haben. Und dann war es ja so, es gibt dieses Gesetz mit 0,3. Was meinst du? 0,3% THC darf das haben, damals 0,2. Aber es war nicht genau geregelt, für was man das eigentlich verwenden soll. Weil man hat den EU-Hanfkatalog, Nutzhanfkatalog, wo diese Blüten drin sind, die man dann bestellt hat, in Österreich meistens am Anfang und in Italien. Das Problem in Italien war, die haben immer einen angelogen über die THC-Werte. Die haben den Analyse mit 0,2 geschickt und dann war da 0,4 drin und dann hattest du wieder Probleme mit der Polizei. Was alle CBD-Unternehmen kennen. Das heißt, okay, das ist krass. Du hast einen Lieferanten. Nee, du hast 10 Lieferanten. Also. Und die lügen dich alle an. Niemals. Doch. Also, okay, du wusstest, laut dem europäischen und deutschen Gesetz darf es deine CBD-Blüten maximal 0,2% THC haben. Genau, so. Das war auch mein Anspruch. Das war auch der Anspruch. So, dann hast du deine Lieferanten gesourced und die waren alle nicht aus Deutschland. Guck mal, in der Cannabis-Branche, egal ob in Medical, ob in CBD oder in anderen Bereichen, da ist noch sehr viel illegale Energie drin. Ja. Und deswegen geht es den Leuten nur um Geld. Es geht den Leuten einfach nur um Geld. Ja. Die lügen dir ins Gesicht, das ist denen allen scheißegal. Also die sagen, okay, ich bin ein Lieferant und ich garantiere... Die machen eine Analyse von anderen Blüten, wo sie eine Batchnummer haben, packen die da drauf und da steht da 0,15 drauf und dann steht 0,4. Schicken sie dir und du packst es ab, bestens Gewissens. Und so, dann hast du noch das Problem, am Anfang gab es nur die IFA, Institut für Hanfanalytik. Da habe ich dann gedacht, hey, ich analysiere mein eigenes Zeug. Also, okay, was ich eingekauft habe, als ich es gecheckt habe. Du hast schon gecheckt, okay, irgendwie stimmt hier was nicht, weil die Polizei nee, da war noch nicht, aber so, das ist mir irgendwie... Also du hast schon gemerkt, irgendwas ist komisch an den Menschen. Die Blüten sehen so gut aus. Achso, okay. Weil umso mehr THC da drin ist, im Verhältnis, so wenn du Schweizer Blüten siehst mit 1%, dann sind die einfach sexy. So, das kannst du sagen. Die sehen schön aus, die sind fluffy, du siehst es. Und 0,2er Blüten sind ein bisschen struppig. So, die sind jetzt keine 1A Blüten, aber sind auch schön. Sind auch schön. Kannst du auch machen, aber ja. Und dann hast du das in diesem, hast du gedacht, die prüfe ich mal, weil die sehen. Genau, und dann ist es aber so gewesen, noch ein weiteres Problem. Es kommt darauf an, was du für ein Analysegerät hast. Und dadurch hast du manchmal Analysen gehabt, die waren dann richtig 0,2. Aber es ist ja so, wenn du eine Cannabispflanze hast, deswegen finde ich auch immer so noch dazu eine Sache mit unserem Medical-Bereich, wenn die Leute sagen, ach, das hat 24%, kommt drauf an, wo wird in der Pflanze das gemessen. Weil die Top-Bud hat immer am meisten THC und unten ist weniger. Und das ist auch im CBD-Bereich so. Deswegen, wenn du unten von der Blüte einen testest und zur IFA schickst, dann kannst du auf einmal 0,05 haben. Ja. Aber oben hat es 0,4. Okay, ja. So.
Und dann hatte man auch noch das Problem, dass die Analysen von denen noch nicht so komplex waren. Also hat man Analysen bekommen, die in Ordnung waren. Ja. Aber die Polizei hat ja ganz anderes Spektrum von Analysen, wo sie drauf zugreifen können, weil sie das ja seit Jahrzehnten brauchen für ganz, ganz viele Bereiche, Ja. was auch richtig so ist. Und konnten es dann analysieren. Und so hatte ich dann das erste Mal Probleme bekommen und hatte meine erste Hausdurchsuchung damals. Dann kamen die zu mir, zack, tack, tack, ich mit Hemd, morgens früh, Wie alt? bam. 19 oder so? Mit Hemd, so in Boxershorts. Nee, nicht in Boxershorts, immer gut gekleidet, immer eher business-driven. Bam, 12 Mann bei mir in die Bude. Zack, reingerauscht. Wie im Film, so diese Tür. So wie im Film, bum, 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 Herr Seefried, machen Sie auf. Du denkst dir nur, yo. Dann hast du das halt gemacht. Aufgemacht, warst ganz nett, setzt dich hin, redest nicht. Nicht, weil ich nicht ehrlich zu denen sein will, sondern einfach nur, weil es negativ gegen einen ausgelegt wird. Und dann ist es halt gekommen. Dann war das erste Verfahren. Ich habe das mit einem Geschäftspartner gemacht. Danke für die schöne Zeit. Der hat aber dann Angst gehabt und hat gesagt, Vincent, ich will das nicht mehr. Ja. So, kann ich auch absolut nachvollziehen. Dann habe ich ist er aus dem Unternehmen ausgeschieden. Ich habe das noch ein bisschen weitergemacht, habe gesagt, hey, ja, was sollen die denn machen? So, dann haben sie die Sachen analysiert, auf einmal war da 0,4 drin. Und dann habe ich dafür erstmal, sage ich mal, eine Strafe bekommen, eine Geldstrafe, die ich zahlen musste. Und es wird einem halt auch vorgeworfen, dass der Verkauf von CBD-Blüten rechtswidrig ist. Dass es unter das BTMG fällt. Und das ist halt bisher immer noch nicht ganz klar geregelt, weil es gibt da eine Rauschgiftklausel und jedes CBD-Unternehmen, die das noch macht, das ist gar nicht so einfach. Okay, aber wie ist die Polizei auf dich aufmerksam geworden? Ich stehe auf dem Impressum. Achso, die haben einfach... Das Veterinäramt, das ist immer der gleiche Fall. Du verkaufst ein Produkt an Händler, Großhändler oder Einzelhändler. Ja. Dadurch ist es kommt drauf an, wie groß die Kette ist. Irgendwann landet es in einem Shop. Ja. Dann gibt es unser gutes Veterinäramt und die Polizei. Mal sind es die einen, mal sind es die anderen. Die machen Testkäufe und kaufen die Produkte. Um unsere Konsumenten, was auch eigentlich super ist, uns zu schützen. Ja. Dass wir keine schlechten Sachen bekommen. Ja. Will hier auch nicht negativ über die Polizei reden. Ich bin dankbar, dass sie für uns da sind in der heutigen Zeit. Und dann tun sie diese Produkte analysieren. Ja. Und dann, wenn sie irgendwas daran auszusetzen haben, Produktdaten oder sonst was brauchen, schreiben sie dir, dann gibst du denen die Daten, dann weißt du, die analysieren das. Und wenn dir dann irgendwas nicht passt, melden die sich halt nicht nochmal bei dir, sondern die kommen dann direkt mit einer Hausdurchsuchung. Okay, und du hast eine Geldstrafe bekommen. Wie hoch war die? 2.000 Euro oder so, ich weiß gar nicht mehr, 1.800, 2.000 Euro. Aha. Und hast du denn damals für dich entdeckt, okay, ich muss jetzt irgendwie meine Labortechniken upgraden oder meine Lieferanten ändern? Oder Genau, das habe ich aber dann versucht. Aber ich muss dir sagen, da der Markt immer noch so illegal besetzt ist, ist das bis heute nicht möglich. Also es wird da viel gemacht und und man kann besten Gewissen da agieren. Aber es sind so viele verschiedene Parameter in dieser CBD-Industrie, wo ich sagen muss, hey, das ergibt keinen Sinn. Ja. Das ist unlogisch. So zum Beispiel auch, es gibt ein EU-Gesetz, aber jedes Land macht, was es will. Ja. Zum Beispiel Tschechien ist immer noch das Eldorado für Blüten, da ist 1% erlaubt. Dadurch kommt ganz viel besprühte Blüten, was auch im illegalen Markt immer noch ist, wo dann irgendwelche synthetischen Cannabinoide aufgetragen werden. Die werden hier dann verkauft unter irgendwelchen Namen. H2, H3, da werden irgendwelche Namen sich ausgedacht. Ja. Und dann ist es so, dann haben wir zum Beispiel Österreich, da ist dann 0,3 erlaubt. Ja. Und Blüten können ganz normal verkauft werden. So. Dann gibt es Deutschland, da ist auf einmal dann nur 0,2. Aber eigentlich gibt es ein EU-Gesetz dafür. Deswegen, das ist super unlogisch. Jeder macht, was er will. Ja. Und es ist deswegen sehr schwierig. Das heißt, du hast dann aber weitergemacht oder hast du dann in dem Moment schon gecheckt, okay, erstens bekomme ich nicht die richtigen Lieferanten, die das einhalten, was ich auch erwarte oder benötige in meinem Land. Denn jedes Land macht es irgendwie, wie es will. Jeder Lieferant macht es anscheinend, wie er es will. Hast du denn für dich entschieden, okay, ich gehe raus aus dem Markt? Also, ich habe den Markt trotzdem, das große Problem ist ja, wenn du Jungunternehmer bist, du bist ja erstmal,
Du bist ja begeistert von dem, was du machst. Du bist ja stolz drauf, dass du was erreicht hast. Ja. Hat ja gar nichts mit dem Produkt zu tun. Du willst aber an was festhalten, was dir sozusagen Halt gegeben hat. Ja. Und in meinem Fall war es halt so, warum wollte ich das sein? Weil mein Vater war irgendwie nicht so da und ich wollte halt mir dann selber irgendwie der Vater für die Familie sein. Das heißt, du wolltest Geld verdienen? Ich wollte Geld verdienen, eigentlich für mich, ich musste dir nichts geben, aber du willst denen das halt beweisen. Ja. Und dann habe ich aufgehört habe was anderes gemacht, habe ein Vintage-Startup noch gegründet nebenher für eine Frau, die ich geliebt habe. Vintage, was ist Vintage? Vintage-Mode. Ich habe Vintage-Mode, also ganz viele, ich habe auf tonnenweise Klamotten eingekauft Ja. und die wollte ich kiloweise verkaufen. Ja. Aber dann kam Corona. Und wir wollten es in so Märkten verkaufen, dass die Leute da hinkommen, machten ein Event Ja. und dann verkaufen wir das. Das hast du für eine Frau gemacht. Wird wohl so sein, ja. Hast du für deine damalige Freundin gemacht. Die hat gesagt, oh Vincent, das wäre so schön. Und du so, Nee, ja. ich bin einfach begeisterungsfähig Okay. für Business. Und das ist einfach mein großes Hobby. Und dann habe ich das halt gemacht. So. Und dann Ob das richtig war, weiß ich nicht. Aber ja. Okay, dann war Corona. Und dann habe ich Covid, dann war alles platt, dann habe ich auf einmal keine Existenz mehr gehabt, da habe ich mit Covid relativ viel gemacht, habe da Tests verkauft, habe aber nie betrogen, fand das immer sehr schrecklich, wenn da Leute irgendwie betrügen, weil im Endeffekt, wenn dir jemand Geld schenkt, da musst du nicht noch betrügen dabei. Ja. Und dann hatte ich wieder Geld nach Covid sozusagen, habe mich wieder super aufgebaut gehabt. Aber was meinst du mit betrügen? Das habe ich... Betrügen, die ganzen Testcenter, alle haben betrogen. Also that's it. Achso, okay, das meinst du. Du meinst auch Tests ja, da waren und ja was so und mit Handschuhen und mit allen möglichen Sachen. Da müssten wir einen neuen Podcast für aufnehmen. Für Covid-Aufdeckung. Nein, das ist halt traurig. Aber ja, und dann hatte ich danach wieder Kapital. Ja. Und bin wieder in den Cannabismarkt zurück. Weil dann habe ich gesagt, hey, jetzt kann ich mich wehren. Weil davor hast du ja auch, weißt du, ich hatte, keine Ahnung, ich hatte 15.000 Euro, 20.000 Euro, mit denen ich so gespielt habe, als jüngerer Mensch. Ja. Aber das ist ja im wirklichen Business nicht viel Geld. Heutzutage kostet ja schon eine Office-Miete irgendwie 2.000 Euro. Ja. So, und wenn du dann Fixkosten hast und so, dann ist das halt schwierig. Und dann musst du einen Anwalt, Pharma-Lawyers habe ich damals gehabt aus Frankfurt. Grüße gehen raus, danke. Das kostet dich dann 3.000, 4.000 Euro der Anwalt. Und dann hast du nur noch 6. Dann ist dein ganzes Investitionskapital wird aufgefressen wegen diesem Problem. Ja, aber ich check das nicht. Du hast ja einmal versucht, im Cannabismarkt Geld zu verdienen. War mäßig. Dann kam Corona und dann hast du gesagt, ich gehe nochmal da rein. Warum hast du gesagt, ich gehe nochmal da rein? Du hättest ja auch sagen können, ich nehme das Vintage. Ja, aber das Vintage sind ja Märkte und und erstens habe ich war das mit der Frau vorbei. Achso, okay. Ganz einfache Antwort. Und die andere Sache ist, ich hatte ja immer noch einen Bezug und Begeisterungsfähigkeit für Cannabis. Ich war noch Daily Konsument. Ja, also okay. Ich war die ganze Zeit Konsument. Das können wir auch so offen sagen. Okay, und dann wolltest du, okay, ich will das nochmal probieren. Genau, und dann habe ich gesagt, so jetzt habe ich Geld, jetzt kann ich so machen, jetzt kann ich Leute anstellen, jetzt kann ich Produktion automatisieren, jetzt mache ich das nicht mehr bei mir, jetzt mache ich das bei einem Lohnabfüller. Ja. Und dann bin ich halt nochmal reingegangen. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt so von der Klausel, wir nennen es Aromawerk, wir haben jetzt eine Rechtsberatung. So, man will ja dann professioneller werden. Ja. Man will ja immer Step by Step besser werden. Ja, dann habe ich damit wieder angefangen, bin da reingegangen, habe sozusagen habe mir das Brand wieder zurückgenommen, bin damit wieder rausgegangen. Wieder CBD-Blüten. CBD-Blüten und Vapes. So. Weil Vapes einfach damals 11 Bar kam. Die E-Zigarette ist aufgeploppt. Bis heute E-Zigarette ein riesiger Markt. Ja. Und wenn du eine E-Zigarette hast mit Cannabinoiden, die dich irgendwie berauschen, dann haben wir da einen riesigen Markt drin gesehen. So. Okay, also du hast praktisch die Hoffnung gehabt, okay, der Markt wird sich öffnen und ich könnte jetzt aber ich check Vapes nicht, ne? Weil, bin ich ganz ehrlich, ich bin ja Natur-Heilkunde-Fan und natürlich könntest du ein Vape haben, aber das Produkt, was du zu dir nimmst, ist doch schon 10-fach verarbeitet. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann weißt du nicht mal, ob das Urprodukt, die Blüte, womit es verarbeitet wurde, überhaupt sauber war. Also das ist doch 10-fach verarbeitet und dieser Ursprung, diese Blüte an sich auch von der Natur gegeben. Da weißt du ja auch nicht, wie die Qualität war.
Genau. Ja, hast du absolut recht. Also das einzige Ding ist halt bequem, ja toll, aber Ja, es ist bequem und du kannst halt natürlich, es ist viel reiner noch. So. Und bei der Vape hast du, wenn du den Vape verbrennst, hast du viel weniger Schadstoffe, als wenn du kiffst. ja, aber Vape ist ja meistens, das sind ja so Trägeröle oder irgendwie sowas, ne? Das ist ja, Ja, aber kommt drauf an. Da gibt es zwei unterschiedliche. Da gibt es was auf PGVG-Basis. Das ist in was, den E-Zigaretten. Das ist PGVG. Das ist eine, sozusagen eine Base, wo dann das drauf gemacht wird. Und das ist so cloudy, wenn die Vapes so cloudy sind wie 11 Bar. Das ist ja, aber PGVG-Basis. was ist das Und für bei eine Spezifität? CBD, bei Cannabis-Vapes Ja? ist es auf CBD-CAD. CBD-CAD ist sozusagen Extrakt aus der CBD-Blüte oder aus den CBD-Pflanzen, die gewonnen wird. Und das ist im Endeffekt ein reines Produkt. Es hat dann zwischen 40 und 70% CBD und ist, sage ich mal, wie so ein Öl. Und das Aber kommt in die Vapes und das ist eine andere Verbrennungsform. okay, aber würdest du sagen, das ist natürlich oder halb synthetisch, weil das schon, Also es ist so, CBD-Vapes sind natürlich 100%, halbsynthetisch sind H2, H3, Tenno-H-Vapes, was es da auch alles gab. ja, weil man natürlich, sage ich mal, die Ur-Community legt halt sehr viel Wert auf Natürlichkeit. Die Ur-Community, ja. Das ist ja aber das dann, wo wir jetzt als nächstes herkommen. Dann habe ich mit dem Markt wieder angefangen. Ja, Dann habe ich gemerkt, hey, der Markt will gar kein CBD mehr. Der ja, Markt möchte gar kein CBD mehr bei mir kaufen. ja, Hab ich gedacht, ey, warum? CBD ist so ein Top-Produkt. ja. Und warum ich dann auch wieder angefangen habe, war, weil ich an die Legalisierung geglaubt habe. Ich wollte Ja. auch nur bis zur Legalisierung durchhalten. Um dann richtig abzukassieren. Ja, was viele Leute glauben. Gedacht haben. Ja, So. Und dann kam es mir aufgefallen, hey, oh, die wollen das nicht. Und dann kamen Leute um die Ecke mit HHC. und was ist HHC? HHC Großes Thema. ist ein halbsynthetisches Cannabinoid. Leute sagen, HHC kommt auch so vor. Man kann auch natürliches HHC machen, aber dann wird ein Kilo 100.000 Euro kosten. Ja, Es ist immer halbsynthetisch. Es wird aus CBD-Isolat gewonnen. ja, Das wird umgewandelt in einem chemischen Prozess. ja. Und das war halt dann so berauschend wie THC. Und dann ging es halt damit los. Dann ging der Goldrausch damit los. Man hat gemerkt, ich hatte zwei Freunde Ja. mit anderen CBD-Unternehmen, die auch bei uns aus dem Wiesbadener Raum kommen, die auch sehr bekannt sind. Man hat gemerkt, der Goldrausch geht los. Die Leute, es macht high, die Leute Ja. kaufen es. Aber ich check das nicht, weil es ist eine neue Substanz, halb synthetisch, es gibt keine Langzeitstudien. Ich sag mal, aus ethischer, menschlicher Sicht könnte man doch eigentlich sagen, ey, ich weiß gar nicht, was ich dem Menschen da verkaufe. Kann ich mit den Konsequenzen leben, dass in ein paar Jahren irgendwas passieren wird, weil er mein HHC, weißt du? Und die Frage ist halt, es war eine Zeit lang auch legal und ich glaube, viele wussten nicht, was ist überhaupt, was ist das überhaupt? Es ist ja immer so mit dem NPSG. Das NPSG wird alle paar Monate geupdatet und die versuchen immer sozusagen hinterherzukommen nach den neuen Formeln und die zu verbieten. Ja. Damals war das aber noch gar nicht so präsent. Es kam HHC und es gibt, da es ja dieses HHC auch natürlich vorkommt, gab es da auch lauter Studien und irgendwelche Sachen zu. Jedoch hat es aber auch mit der Schädlichkeit damit zu tun, wie die Produkte hergestellt werden und wie sie gefiltert werden. Weil du hast ja sozusagen, du machst ja ganz viel mit Alkohol und mit so Extraktionen, dass du sozusagen die Stoffe daraus ziehst. Ja. Und dadurch müssen sie ganz gut aufgereinigt werden in mehreren Destillationsschritten. Ja. So. In so Reaktoren, so drehenden Reaktoren, dann wird das so die ganze Zeit gedreht, erhitzt und so wird das hergestellt. Und dabei ist der Punkt der, dass man sich das dann irgendwie schön redet. Ja, klar redet man sich das schön, weil man darf das eine nicht machen, man darf kein THC verkaufen. Ja. Damals war der Medical-Markt noch ganz klein. Ja. Du hast sau viel Geld für eine Lizenz zahlen müssen, hattest aber noch keinen Absatz. Ja. CBD ging nicht mehr, du hast Mitarbeiter, du warst wie dazu gezwungen, dies zu tun, weil du überleben möchtest. Ja, das heißt aber, würdest du sagen, dass, ich meine, das ist ja so ein Katz- und Maus-Ding. Man kann sagen, okay, ich hab's gemacht, also ich verkaufe HC, weil die Menschen diesen blinden Rausch wollen, unabhängig davon, welche Konsequenzen oder überhaupt gesund ist. Oder man sagt, nee, ich biete es nicht an, weil
ich nicht dahinter stehe, aber trotzdem kaufen sie es ja bei irgendwem. Weißt du, was ich meine? Aus meinem jetzigen Standpunkt gebe ich dir recht und ich würde es gar nicht mehr verkaufen. Und auch gar nicht mehr, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben, bin ich mir ganz ehrlich. Und ob ich darauf stolz bin, weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, Aber die Erfahrung, die du gemacht hast mit anderen Playern auf dem Markt, mit anderen würdest Playern. du sagen, die Mehrheit der Leute, die auf den Markt gehen, der Konsument ist denn egal? Den Konsumenten ist das leider egal. Also, Die Konsumenten ordern das, die kaufen das wie verrückt. aber auf der anderen Seite muss es ja auch dem der Brand egal sein, weil sie ja eigentlich weiß, was man da verkauft. Weißt du, was ich meine? Genau, aber man muss halt einfach sagen, dass es genauso ist wie mit halbsynthetischen, also mit 1S-LSD und mit anderen Dingen. Ja. Man muss halt einfach sagen, dieser Legal High Markt ist riesig, weil es haben ganz viele, haben keinen Zugang zu Cannabis und online oder was zu kaufen, direkt im Kiosk. Ja. Das ist halt einfach für die der Mega-Weg. Das ist der bequeme Weg. Na ja, und da ich auch schon vorhin gesagt habe, die Leute leben höher, schneller, weiter. Ja? Die wollen einfach nur das, was mehr knallt. Da bist du selber schockiert drüber. Aber das ist die Realität, weil du siehst ja, Absatzzahlen steigen immer. Du machst ja gar noch nicht mal ein Influencer-Marketing oder so. Du machst ja noch nicht mal irgendwelche großen Kampagnen. Ja. Hast ja ein Marketingverbot. Ja. Du hast ja auf Cannabis Marketing, du kannst ja die herkömmlichen Sachen eines Unternehmens, um das Unternehmen größer zu machen, hast du ja gar nicht. Ja. Das heißt, da haben schon Leute wieder mit HHC Geld verdient, sagen wir es so, weil es auch Konsumenten gibt, die einfach diesen Rausch suchen, den blinden Rausch Genau. in der heutigen Gesellschaft. Und HHC wurde dann aber verboten, ne? HHC wurde dann verboten. Dann sind dann alle Player wieder weg gewesen. Und dann sind alle Player, hatten sehr hohe Fixkosten. Grüße gehen raus. Und dann war es so, ja, dann haben alle wieder was Neues gesucht. Und dann stellen die Labore was Neues her. Ich habe mich dann... Du kannst jetzt zum Labor gehen und sagen, übrigens, ich baue jetzt einen neuen Stoff, oder wie? Na klar. Wirklich? Und da gibt es ein Labor, Mann, guck mal, organisiert die neuesten... es gibt verschiedene Player. Ich will hier jetzt keiner an Pranger halten. Aber du kriegst alles, wenn du Geld hast, kriegst du alles hergestellt, was du möchtest. Und dann, wenn eine Strukturformel verboten wird, dann erfindet das Labor eine weitere Molekülkette daran. Und dann macht es immer noch High, aber ist wieder legal. Dann ist es nicht mehr im NPSG. Und das ist dieses Katz-und-Maus-Spiel, was man hat. Was ist NPSG? Neue psychoaktive Stoffe-Gesetz. Und das wird alle paar Monate geändert. Das ist auch wie mit den LSD. 1S-LSD war ja ewig legal. Obwohl es genauso rein dich high gemacht hat wie normales LSD. Das war einfach nur die Strukturformel und dann dabei werden Ketten dran gehangen. Dann ist wieder legal. Und jetzt ist 1S verboten, jetzt gibt es einen neuen Stoff. Und so geht es immer weiter. Okay, das ist wild. Aber es ist ehrlich, solange es Konsumenten gibt, die sowas kaufen, Leute, wird dieses Katz-und-Maus-Spiel weitergehen. Leider ja. Ich bin der Meinung, man müsste einfach halbsynthetische Cannabinoide 100% verbieten und endlich mal Cannabis erlauben. Darauf fette Steuern nehmen und einfach damit Geld verdienen, richtiges Business machen. Ich würde ja so gerne wieder zurück in eine richtige Cannabis-Industrie, wo ich das einkaufen kann, verkaufen kann, handeln kann, Qualitätsstandards habe. Das ist auch ein Punkt, den wir immer noch nicht ganzheitlich im Medical-Markt haben. Deswegen habe ich mich auch entschieden, dass ich jetzt immer mehr aus diesem Markt rausgehe. Ich mache, wenn dann nur noch so... Weil du keinen Bock auf dieses Katz-und-Maus-Spiel hast, auf die Qualität oder weil die anderen dich abfacken? Nee, auf alle möglichen, also auf alle Parameter zusammen. Du hast keine Lust auf dieses Rechtliche. Du hast keine Lust, dass dir die Polizei die ganze Zeit an dir klebt. Ja. Du hast keine Lust darauf, dass du immer noch einen Markt hast, der sich immer wieder ändert, wo du die ganze Zeit, du kannst dein Businessplan, du kannst deine Assets sicher drauf auslegen, dass du langfristig kalkulieren kannst. Ja. Du hast ganz viele Player, die einfach ganz viel lügen und tricksen. So jetzt im Medical-Markt
GACP zu GMP konverten. Ich kann in Thailand mir irgendwelche Blüten kaufen für 70 Cent, dann bringe ich sie zu irgendeinem großen Hersteller, die es auch in Deutschland gibt. Die sagen dann, die haben den letzten Verarbeitungsschritt dort gemacht. Das kostet dich dann 30 bis 50 Cent, dann hast du im Einkauf 1,30 € für was gezahlt und verkaufst es für 2,50 € im Großhandel an die Apotheke. So funktioniert das Business. Aber eigentlich hast du GMP als Standard. Okay, da waren noch ein paar Fachbegriffe dabei. Was ist. Sorry. Wofür starte ich hier? GS, whatever, P? Was hast du gesagt? Und was transformieren die da? Guck mal, es gibt Also im nochmal. Medical-Markt gibt es 2 verschiedene Güteklassen. So sage ich das. Das eine hat man auch in der GACP, ist einfach ein Anbauverfahren. Das muss man dann, hat der SOPs, das sind so verschiedene Verfahrenslisten. SOPs, was ist das? Du musst halt einfach, guck mal, wenn du was machst, brauchst du eine Anleitung haben, sodass es jeder nachmachen könnte. Und das ist ein das SOP. sind SOPs. Okay, verstanden. So. Und damit gibt es GACP, das ist sozusagen, die Anbauer brauchen diese GACP-Lizenz, um Medical-Blüten herzustellen. Ja. So. Diese Medical-Blüten in Deutschland braucht man aber EU-GMP. Okay. Great Manufacture Practicing, aber ein europäisches. Ja. Das ist ein sehr hoher Pharmastandard, der mega ist, mit Reinräumen, Schimmel, Mikrobiologie, ist einfach, ergibt komplett Sinn. Ja, deutsche Qualität. Ja. Deutsche Qualität, das ist mega, deswegen waren wir auch in Deutschland immer Marktführer in solchen Dingen, weil wir solche Standards haben. Mhm. So. Aber dann gibt es so eine Vorgehensweise, dass wir jetzt im Medical-Markt sagen können, hey, der Markt ist jetzt unten. Aber er ist nur unten, weil alle cheaten. Wenn man jetzt verbieten würde, dass die Leute aus GACP-Ware, guck mal, GACP-Ware wird hergestellt. Die würde ich, fiktiv würde ich die einkaufen. Ja. Okay? Ich kaufe die ein. Für 70 Cent. Pro Gramm. 700 das Kilo. Ja. Das ist für euch vielleicht sehr wenig Geld, aber das ist auch kein Betrag für gut angebautes Gras, sondern für High-THC-Gras, was ich so nicht mag, was die Leute sonst nicht verkauft bekommen, weil sie sonst keinen Absatz haben. Ja. Deswegen müssen sie es günstig abgeben, um ihre Facility zu halten und um ihre Fixkosten zu halten. Das kommt dann in eine andere Facility mit diesem EU-GMP. Ja. Und da geht es dann rein und da wird dann gesagt, ja, wir haben das hier getrocknet und getrimmt, den letzten Verarbeitungsschritt gemacht, was die aber alle nicht machen. Die Ware kommt fertig da an, da wird ein anderer Batch draufgesetzt. Oh, okay. Und dann wird es gescannt, zack, und dann geht's ab nach Deutschland und hat dann das Gütegras. Sowas kostet dann, das Conversion kostet dann fast so viel wie das Gras, kostet dann 50 Cent. Da gibt es Unternehmen in Portugal, da gibt es Unternehmen in Deutschland, gibt es Unternehmen überall, die das machen für einen Fee, weil sie damit gutes Geld verdienen. Und dann wird das günstig an die Großhändler, die haben das dann eingekauft. An die medizinischen Großhändler, die pharmazeutischen Großhändler, und die verkaufen das dann an die verschiedenen Apotheken. Deswegen ist der Marktpreis auch im Telemedizin momentan günstiger als auf dem Straßenmarkt. Okay, das heißt, die beziehen jetzt, sage ich mal, medizinisches Cannabis aus anderen Ländern, was, sage ich mal, dieses internationale Siegel haben, was aber nicht so streng ist wie das europäische Siegel. Genau. Schieben das in eine Facility, die praktisch das europäische Siegel, weil sie eine europäische Lizenz hat. Genau. Und das verkaufen sie an den pharmazeutischen Großhändler. Und das machen sie nur wegen Geld, oder tun sie wenigstens ein paar Tests machen mit der Charge? Sie machen Tests, es gibt eine Mikrobiologie, jedoch ist das einfach, man muss verstehen, wenn man eine Großproduktion hat, dann ist das Wichtigste, dass sie immer gleichbleibend ist. Ja. Das kann man aber nicht so einfach garantieren. Ja. Dann werden auch mikrobiologische Tests gemacht oder der THC-Wert wird angegeben bei der Anmeldung. Wenn ich da die High-Buds nehme und da ist dann die Mikrobiologie gut, die gebe ich dann dem Government sozusagen und die schicke ich ein, dass ich das importieren kann und dann ist alles gut. Aber unten kann es trotzdem verschimmelt sein, innen drin. Oder kann einen Befall haben oder kann sonstige Dinge haben. Ja, okay, Bild. So, weil es ist ja immer, es ist so, ihr kennt es von ganz normalen Blumen, müsst ihr es euch vorstellen. Wow, da gibt es immer eine Rose ganz oben, die ist die schönste. Ja. Aber unten gibt es verwelkte.
Okay, das heißt, es wird praktisch in Europa gibt es den europäischen Stempel. Genau. Dann kann ich das an europäische Pharma-Großhändler Verkaufen. Und weil du gerade gemeint hattest, dass in der Telemedizin der Preis teilweise günstiger ist auf dem Schwarzmarkt. Warum? Weil diese Schleife habe ich nicht gecheckt. Weil du gemacht hast. Und deshalb ist der Preis auf den Guck mal, Telemedizin-Portalen günstiger. weil Konkurrenzkampf. Jetzt wollten alle da rein. Cannabis wurde legalisiert. Ja. Ich wollte auch da rein. Aber da habe ich mir das angeschaut, so, ey, ist immer noch keine richtige Regulatorie. Jetzt ist es so. Ja. Das ist ja kein richtiger Markt. Das ist ja nur so ein, sag ich mal, ein Markt, wo jetzt alle rein wollen und Market Shares haben wollen gerade. Das heißt aber, würdest du sagen, hier Telemedizin-Plattformen, wenn ich als Cannabis-Konsument darüber mein Cannabis beziehe, dass es nicht gleichbedeutend ist, dass da auch pharmazeutische Qualität sichergestellt wird? Es kommt drauf an, von welchen Herstellern. Es gibt Hersteller, die machen das sehr toll und haben eine sehr hohe Sorgfaltspflicht. Ja. Und die benutzen reine GMP-Waren und die machen das wirklich gut. Deutsche Firmen oder? Da gibt es eine deutsche Firma, von der ich sehr viel halte. Es gibt noch eine andere Firma. Ich möchte hier aber immer keinen Namen nennen, weil dann wäre ich ja parteiisch. Okay, das heißt, da weißt du, Aber wir waren ja beim Konkurrenzkampf. Es geht ja darum, dass der Konkurrenzkampf dann angefangen ist. Ja. Und daher haben die Leute auf einmal, die brauchen ja Marge, wo keine Marge ist. Ja. Und dadurch bist du sozusagen wieder gezwungen, deswegen des Geldes, diese Waschung zu machen, dass du günstig Blüten hast, dann zum Beispiel für 1,30 Landed in Deutschland hast, mit dem Waschen, mit allem drum und dran, dass du die dann, weil der Markt so runtergegangen ist, trotzdem noch eine Marge machen kannst als Großhändler an die Apotheke und das dann günstig raushaust. Okay, warte. Ist es für eine Facility günstiger, anderes Gras zu sich zu holen, den Stempel drauf zu machen, als selbst anzubauen? Exakt. Ah. Wenn du Gras in Deutschland anbauen willst, so wie Demikan, ist das einfach teuer. Stromkosten, gute Mitarbeiter, du brauchst ein mikrobiologisches Labor, du musst auf ganz viele Sachen achten, du brauchst eine immer gewartete Klimaanlage, du brauchst ein Notfallaggregatsystem. Das bedeutet, wenn einmal Strom ausfällt oder irgendwas ist, muss der Aggregat angehen, dass die gleichen Ketten drin sind. Cannabis Nachtschattengewächs, du brauchst ganz, ganz viel. Du brauchst ein Full Control Panel, wo du jedes Parameter der Pflanze, wie viel Wasser bekommt die, wie ist die Luftfeuchtigkeit. Das ist höchst komplex. Okay, das heißt, für die Facilities ist es günstiger, einfach hier Stempel raufzusetzen, unabhängig davon, wie die Qualität wirklich ist, weil es wohl ja offensichtlich in einem Land angebaut, wo nicht so hohe Qualitätsstandards für ihr Siegel erforderlich sind. Ja, und wo die Personalkosten günstiger sind, wo der Bildungsstand günstiger ist, das ist ja auch was. Okay, krass. Und der Großhändler, sage ich mal, der Markt überschwemmt wird mit Angeboten, versucht natürlich der Großhändler auch günstiger einzukaufen. Aber glaubst du, der Großhändler weiß, was da passiert? Jeder gute Unternehmer weiß, was er macht. Ob das richtig ist oder falsch ist, sei dahingestellt. Okay, und dadurch sind jetzt teilweise diese ganz, ganz günstigen Strains auf dem Markt. Genau. Okay, krass. Aber wie viel Prozent des medizinischen Cannabis, was auf dem Markt ist, würdest du denn sagen, entspricht nicht dem deutschen Ich weiß nicht, ob ich darüber eine Aussage treffen will. Ich würde sagen, ich sage dir so viel Prozent nur. Ich will keinen 60, sage ich dir. 60% entspricht nicht der Qualität, wo du sagst, die drauf beworben wird. 60% würde ich sagen, ist not good stuff. Okay, aber was bräuchte es denn? Man müsste einfach GACP zu GMP-Converting verbieten, wo vielleicht auch schon manche Leute dran am Arbeiten sind. Ah, okay. Und dann müsste man den Markt noch mehr regulieren. So. Damit wirklich sichergestellt ist. Genau, dass es einfach ein ganz normales Business wird. So, mein Hauptgeschäft jetzt ist Tabakgroßhandel. Ich arbeite im Tabakgroßhandel, das ist mein jetziges ist und da gibt es einfach ganz klare Regeln. Also, das heißt, was sind das so für Regeln? Kann man da sehen vom Tabakbauer bis... Da gibt es Track and Trace. Track and Trace ist ein ganz geiles System. Das bedeutet, hier wird der Tabak angebaut, dann ist er in die Facility gekommen, da wurde der verarbeitet. An dem Tag wurde das Produkt hergestellt, das Produkt ist mit der Logistik zu mir in den Großhandel gekommen, also ich bin der Importeur, dann von mir als Importeur zum Großhändler, vom Großhändler zum Einzelhändler und dann ist Track and Trace erst fertig.
Track and Trace. Und wie soll ich mir das vorstellen? Jede Blüte oder was hat da so ein Jeder Batch wird einfach QR-Codes QR-Code gescannt. und dann siehst du alles an diesem QR-Code, was passiert ist. Aber siehst du dann auch, was an diesem Schritt jeweils gemacht wurde? Genau. Ah, okay. Gibt diese Sachen, aber es ist einfach so, da diese Industrie so nischig ist, wird es nie compliant sein. Wenn die jetzt zum Beispiel sagen würden, so zum Beispiel zu uns, wir dürfen das an Tankstellen und sowas verkaufen in richtig guten Abgabekonzepten. Ja. Dann würden big Player reingehen, viel größere Player, als da gerade drin sind, und würden das richtig compliant und langfristig aufsetzen. Okay. Also zum einen wäre natürlich eine vollständige Legalisierung. Wichtig. Weil dann der Staat einfach reguliert und seine Vorgaben, seine eindeutigen Vorgaben festlegen kann, die dann auch eingehalten werden müssen. Genau. Aber was würdest du jetzt dem Konsumenten empfehlen, damit er seine Qualität sicherstellen kann? Wenn du sagst, 60% des Marktes ist einfach für die Katz. Sehr gute Frage. Ist aber eigentlich ziemlich einfach. Social okay, Club. Also Social Club, ja, aber Social Clubs gibt es ja nicht viele und Social Clubs sind auch, dass die richtige Standards haben, halte ich auch für nicht so einfach, weil man muss diese Systeme im größeren Scale aufbauen, dass sie funktionieren. Aber theoretisch kannst du ja sehen in deinem Club, wie das krass angebaut wurde. Ja, natürlich. Kannst dir beim Wachsen theoretisch zuschauen. Also ich sag mal, das wäre schon eine Art safer. Ich würde 2 Antworten geben. Einmal würde ich eine Antwort geben, Medical Markt, informier dich über die Facility, wo die Sachen herkommen. Finde heraus, wo kommt es her? Nicht, wer ist der Großhandler. Dann schau dir an, ob diese Facility, wo es herkommt, wo sozusagen angebaut wird, wirkliches EU-GMP hat. Aber kann man das einfach googeln oder Das kriegt man raus. Achso, okay. Man kriegt mit Claude und mit KI, du kriegst alles raus. Setze dich einfach mit den Dingen auseinander. Ja. Dann wirst du eine Antwort finden. Okay. So, und dann bezüglich des also ich sag Freizeitmarkts dazu, das sind 2 verschiedene. Würde ich sagen, wenn du im illegalen Markt was kaufst, kaufe von einem kleinen Anbauer, den du gut kennst. Das ist so. Nein, es ist einfach so, dass du weißt, okay, es ist so, wenn du von einem Social Club kaufst, schau, dass der Social Club sauber arbeitet, dass er Reinräume hat, dass er Analyse beilegt, wo eine mikrobiologische Analyse ist, weil Cannabis braucht sehr viel Wasser. Ja. Und dadurch hat er auch einen sehr hohen Schimmelbefall. Und das ist ein großes Problem. Genau. Und wenn du diese siehst, dass dein Anbauer, weil jede Pflanze sieht schön aus und das sieht super aus, aber man kann es nicht so gut bewerten. Ja. Deswegen muss man sich dann anschauen, haben die Analysen bei uns im Social Club? Haben die mikrobiologische Analysen? Kann ich die irgendwie bekommen? Und wenn sie diese Sorgfaltspflicht an den Tag legen, ist es meines Erachtens ein guter Social Club. Okay. Das heißt, die Alternativen hat man, um einen sicheren Konsum zu gewährleisten. Okay. Und was hältst du von diesen ganzen Telemedizin-Plattformen? Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Weil ich habe mir gedacht, ich weiß nur, dass jemand halt Symptome hatte und sich dann was bestellt hatte und dann kam das mit so einem Kurier. Ich weiß nicht, ob ein Fahrer oder irgendwie Fahrrad, I don't know. Und ich denke mir dann so, ey, das ist doch voll shady. Es hat nichts mehr mit Telemedizin zu tun. Das ist einfach nur die smarte Abgabe von Cannabis. Du kannst bei Uber Eats dich anbinden lassen durch das Uber-System. Und da ist dann deine Apotheke angebunden und du kriegst es dann per Uber einfach geliefert. Aber das finde ich nämlich, wo ich mir denke, kennst du mal diese Apothekenautos, die immer rumfahren? Ja, genau. Ich denke mir, also ich bin ja wirklich, wenn es um den Markt geht, sehr, sehr vorsichtig. Ich denke mir, ich würde, wenn als Patient nur von so einem Auto, von so einem richtig alten, der irgendwie richtig Berlinert, würde ich mir da so von so einem Lieferanten halt was gehen, als irgendwie von, keine Ahnung. Ich habe dazu eine Anekdote. Vor 2 Wochen, ich habe eine neue Buchhaltung angestellt, grüße Sophie, und die hat bei uns gesagt, hey, ich möchte gerne abends, sie hat auch ADHS, eine ganz liebe Maus und hat Cannabis konsumiert und hat gesagt, hey, wo kriege ich hier denn reines Cannabis her? Dann sage ich so, du kannst reines Cannabis heutzutage super bei einer Telemedizin trotzdem bestellen, das geht schnell, das ist so. Ja. Sag ich so, wirklich? Ich habe doch gar kein Rezept. Dann sage ich so, ja, Rezept kriegst du da auch ganz schnell.
über ausländische Ärzte. Die sitzen meistens gar nicht in Deutschland, die Ärzte. Ja. Das soll jetzt nachreguliert werden, wie immer in unserem Markt. Besser ist es, ja. Ja, sehe ich auch so. Und dann hat sie per Uber das bestellt. Mhm. Dann war das innerhalb von 30 Minuten da. Aber das Und dann ist kostet dich das Gramm im Durchschnitt 6 Euro bis 7,90 Euro. Geliefert zu Hause und es kostet 4,90 bis 5,90 in der Apotheke. Aber woher willst du wissen, dass dieser Fahrer gerade wirklich dieses Tütchen in der Apotheke abgeholt hat? Das check ich nicht. Du hast ja da wieder, du hast ja im Endeffekt die Telemedizin-Plattform, gibt ja sozusagen den Auftrag an die Apotheke. Dann ist die Sternapotheke, fiktiv. Und die Sternapotheke kriegt dann sozusagen im gleichen Moment den Auftrag von der Sophie. Und dann geht das sozusagen, weiß man ja, dass der Uber-Fahrer, das ist ja wie bei deinem Essen, wenn ich irgendwie bei Burgermeister mir einen Burger bestelle, Ja. weiß ich ja, der Uber-Fahrer fährt da jetzt ja hin. Und dann sehe ich ja, picked it up. Und dann habe ich ja wieder meine Wiederverfolgbarkeit bei mir vor die Tür. Aber theoretisch, das ist die Theorie, ja, aber 100% drauf vertrauen kann ich doch auch nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe 100%, was du damit meinst. Oder ob man irgendwie, ja, aber die können ja nicht, eine Telemedizin-Plattform kann ja den Auftrag nicht an jemand anderen geben. So würde ich das ausdrücken. Okay, die müssen es an eine Apotheke. Eine Apotheke geben. Sonst wäre das illegal. Sonst wäre das super illegal. Sonst wäre das Drogenhandel. Ja, okay. Aber einfach nur, wenn wir jetzt auch unser heutiges Ja. Interview, dieser Markt, deswegen habe ich mich auch entschieden, obwohl ich diesen Markt liebe und damit wirklich jahrelang zu tun hatte, Ja. erstmal aus diesem Markt jetzt rauszugehen und wenn dann als Consulting Leuten zu helfen, okay, wo Ja. finde ich einen guten Supplier, was habe ich für rechtliche Sachen, wie kann ich da irgendwas erschließen, aber sonst möchte ich momentan in der momentanigen Situation mit diesem Markt nichts zu tun haben. Weil der super intransparent ist. Intransparent, illoyal. Es sind einfach ganz viele Parameter, die ganz schwierig sind. Ja. Da gibt es schon auch gute Player. Es soll nicht immer negativ sein, aber es ist so, da ist so viel Spielraum, Ja. wie in unserer HAC-Zeiten, ist es jetzt aber genauso auch im Medical-Markt. Und das finde ich so paradox. Das ist wirklich, weil man ja davon ausgeht, okay, medizinisch, dieses Wort ist schon so, okay, das ist so alle in weißen Kittel, richtig sauber, alles Genau. ist analysiert und getrackt und dass du jetzt einfach sagst, nee, Leute, so ist es auch nicht, ist auch nicht alles. Genau, und das ist halt einfach so, ist in dieser Industrie bei ganz, ganz vielen Thematiken, ist überall, du hebst einen Teppich und du findest halt darunter was. Und es ist vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist nicht so einfach zu verstehen, aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe mit 17 damit gestartet, weil ich auf die Legalisierung gewartet habe, weil ich Ja. darauf gewartet habe, dass ich was Gutes machen kann. Mhm. Weil ich einfach ein Fachgeschäfte-Konzept mir ausgedacht habe mit genau Qualitätskontrollen, mit verschiedenen Dingen, Ja. dass du eine HPLC-Analyse bei dir in dem Laden hast, dass Ja. du jedes Mal alle Kilos einfach nochmal selbst analysierst im Laden Ja. und so Dinge. Aber so nichts davon kam halt. Nichts davon, was wirklich sinnig ist oder auch Steuern. Jetzt haben wir Social Clubs. Mann, unser Land braucht doch Geld gerade. Warum macht man denn gerade ein Konstrukt gemeinnützig? Man muss doch Geld verdienen und Geld reguliert auch Qualitäten und Dinge. Wenn man Ja. was gemeinnützig macht, dann ist es schwerer zu kontrollieren. Ja. Okay, krass. Ich muss aber auch sagen, ich meine, wir haben ja jedes Jahr viele Aussteller bei der Mary Jane Berlin und es gibt natürlich so einige schwarze Schafe, weil dieser Markt halt ein bisschen so solche Menschen anzieht. Aber gleichzeitig gibt es auch mega viele, die das mit sehr, sehr viel Herz machen, die eine Vision haben, die Qualität sicherstellen wollen, die auch für den Konsumenten ein Produkt auf den Markt bringen wollen, was wirklich Nutzen hat, aber die wirklich zu unterscheiden. Hast du da so einen Tipp für den Konsumenten? Ich denke, also wirklich, glaube niemanden, ist immer mein Tipp. Und glaube auch nicht mir, was ich heute hier sage.
Versuche immer, dir 2, 3 verschiedene Meinungen über eine Sache einzuholen. Ja. Das ist genauso wie heutzutage in den Medien. Du musst versuchen, nicht immer einer Partei zu glauben. Ja, So. ja. Du musst immer schauen, dass du dir über diese eine Partei von 3 unterschiedlichen Quellen Wissen holst, um das zu überprüfen. Ja. Und so kannst du gut mit diesem Markt umgehen. Du darfst halt einfach nur nicht deiner Emotion folgen, sondern musst der Rationalität folgen. Und dann findest du immer die gute Antwort. Und vor allem nicht dem blinden Rausch folgen. Genau. Okay, Leute, ihr habt gehört, kein blinder Rausch. Immer mehrere Meinungen einholen. Nichts glauben. Ja. Und also was ich auch sehr spannend finde, ist, wenn man halt auf der Messe rumläuft, kann man ja auch viele Brands persönlich kennenlernen. Und da sind halt ganz, ganz verschiedene Brands. Also bei manchen Brands, die sind so groß, da haben die halt irgendwelche Mitarbeiter, die da am Stand, aber oft sind ja auch Gründer selbst, die am Stand stehen. Und da fühlt man ja auch schon direkt so, okay, Wer sind die? wer bist du? Willst du wirklich was für den Konsumenten? Und das ist etwas, da muss man halt selbst die Erfahrung machen. Aber das ist auf jeden Fall schon sehr praktisch, wenn man da jemanden persönlich kennenlernt. Persönlich kennenlernen ist immer gut und auch stelle schlaue W-Fragen. Sagst du was, woher kommt denn eure Ware wirklich? Hast du ein GMP-Zertifikat von der Facility? Das ist zum Beispiel ziemlich einfach. Hast du ein GMP-Zertifikat von der Facility, Ja. wo es hergestellt wird? Ja. Das ist eine ganz einfache Frage. Und wenn er dann schon ins Stottern kommt, dann sagt du, ach so, ja, okay. So kannst du schon überprüfen. Oder ist es einfach, kannst du mir aufzeigen, wo es herkommt, die ganze Track and Trace. Ja. Kannst du mir aufzeigen, wo von Herstellung bis hierher, wie alt ist das? Und ich habe damals auch so einen Artikel gelesen, da waren, glaube ich, so Bauern aus Afghanistan oder so, dass die irgendwie nur ein paar Cent, ich weiß gar nicht wie, 50 Cent pro, ich weiß nicht mehr welche Menge, aber dass die so viel geben und richtig wenig bekommen von den Großhändlern. Würdest du auch sagen, dass generell so der Letzte in der Kette, der Anbauer? Also die Sache ist, wenn du fully licensed bist und GMP hast, kannst du schon gutes Geld damit verdienen als Anbauer. Ja. Herstellung kostet immer so ungefähr mit Stromkosten zwischen 45 Cent in einem günstigen Land bis 1 Euro nur für die Herstellung, Ja. ohne die Qualitätskontrolle. Ja. Wenn du die dann drauf machst, hast du einen Herstellungspreis von ungefähr 2 Euro allein. Also die Qualitätskontrolle ist eigentlich das teuerste. Genau. Du brauchst die Laborkosten, die mikrobiologischen Kosten, also die guten Mitarbeiterkosten, die machen das Produkt teuer. Also würdest du tendenziell schon sagen, nimm lieber, also geil wäre halt so ein Bio-Siegel, ne? Für mega. So ein Bio-Siegel für Medical Cannabis, weil du genau weißt, okay, Anbaukosten sind ungefähr ähnlich bei allen, aber wirklich diese Labor- und Analysekosten. Gute Idee, was man machen könnte. Mary Jane Certified, dass man schaut, dass man in eine Facility geht und was mal sich wirklich anschaut. Ja, Doug und Erik wollen doch, die wollen ja ein medizinisches Cannabis auf den Markt bringen, die sind ja am Reisen. Genau. Von Bauern bis zur Endkette Genau. wollen sich alles angucken und gucken, okay, ist das wirklich was, wo man dahinter stehen kann. Ja, genau, weil nützt ja nichts, wenn du das günstigste kaufst und der Bauer am Ende nichts verdient und die Qualität an nicht stimmt. Genau. Weil wenn du nachweisen kannst für den Konsumenten, hey, das und das sichere ich dir mit der Qualität, weil dann würden Leute auch mehr dafür zahlen, weißt du? Absolut. Aber aktuell ist ja jedes, sag ich mal, Cannabis auf dem Markt, du weißt ja nicht, woher, warum, wie und dadurch versuchen die Leute halt über den Preis. Genau, es geht nur zu über den kämpfen. Preis, gerade ist Dumping-Strategie. Okay, Ja, ist halt einfach so. Leute, baut einfach euer eigenes an, bis es vorbei ist. Bis die Legalisierung da ist. Okay, krass. Oder kommt mal zu Mary Jane und informiert euch. Also es ist, ich habe persönlich auch Bezug zu der Mary Jane schon seit Jahren. Ich bin schon seit Anfang, als es noch eine ganz kleine Halle war ich schon dort, weil ich damals halt mich informieren wollte über meine Produkte und da ausgestellt habe und CBD dort. Und ich muss sagen, es ist immer toll, den Menschen dahinter kennenzulernen. Ja. Und es ist immer gut, eine persönliche Relationship zu haben.
ob geschäftlich oder privater Natur und privater Interesse, ist beides super, weil du kannst halt einfach ganz anderen Bezug auf die Produkte nehmen und hast dadurch viel mehr Kontrolle. Ja. So, Okay. Ja, danke, Vincent. gerne. Ich habe noch meine Blitzfragen. Okay, Die darauf habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. habe ich immer am Ende. Warte. Also, größter Mythos rund um Cannabis. Boah, dass da alles nach rechtens läuft, dass da alles jetzt im Medical Markt gut ist. Dein erster Kontakt mit Cannabis, positiv oder negativ? Positiv leider. Aber Leute, ihr wisst Bescheid, die Nicht jugendlichen konsumieren. Teenager, ja. Was würdest du Jugendlichen gerne über Cannabis sagen in einem Satz? Raucht das schwächste Gras, wenn ihr es schon macht. Und lasst es lieber. Lieber streng reguliert oder eher liberal? Lieber liberal. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist das Stigma rund um Cannabis noch? 10 richtig hoch, 1 ist schon wie Pfefferminz. 6. Mhm. Eine Sache, die dich im Markt am meisten nervt. Lügner. Ein Satz an dein jüngeres Ich. Und dabei bist du ja schon mega jung. Hier an dein 15-Jähriges. Du musst nicht alles jetzt schon machen. Ja. Wart ab, schau zu und dann greif an, wenn du eine richtige Chance siehst. Da musst du viel weniger arbeiten. Geil. So, Vincent. Wenn die Zuhörer nur eine Sache aus der Folge mitnehmen sollen, welche wäre das? Die Sache ist die, glaube niemandem. Bau dir immer eine ordentliche Meinung aus verschiedenen Meinungen und dadurch baust du dir deine eigene Realität. Und die ist dann gewiss, also wie soll ich sagen, die ist dann einfach richtig, weil du halt einfach rational gehandelt hast und lasse deine Emotionen, die du zu dem Produkt magst, mal zu Hause und mache das so bei der Qualitätskontrolle. Und dann hast du viel mehr Spaß mit den Produkten. Ja. Was ich auch immer gerne mache, wenn ich eine Meinung höre, will ich immer die komplett gegensätzliche Meinung, hole ich mir ein und dann die Argumente und dann fühle ich einfach in mich rein, weil zu jedem Argument hast du ja ein Gefühl, du hast deine eigene Realität und ich habe meine eigene Realität. Und ich habe ja auch die Erfahrung, die ich machen will und du hast deine Erfahrung. Aber um zu verstehen, okay, wo stehe ich überhaupt, höre ich mir wirklich komplett gegensätzliche Meinungen an. Ja, ist ja auch Und dann richtig. fühle ich aber, okay, diese Aussage fühle ich bei der Person und diese Aussage, weil du musst auch nicht immer Partei ergreifen, ne? Weil jetzt bin ich eine andere Person als morgen so. Ja, und es geht einfach nur darum, dass du dir deine eigene Realität Ja. baust und die mit rationalen Informationen. Ja. Und dann wirst du die beste Entscheidung für dich treffen. Danke, Vincent. Gerne. Mega geile Hat Folge. mich total gefreut. Zusammengefasst, der Cannabismarkt wird wie schnelles Geld. In Wahrheit ist er kompliziert, hart und gnadenlos. Nicht die schnellsten gewinnen, sondern die, die den Markt wirklich verstehen, langfristig denken und geduldig sind. Alle Links, Infos und Ressourcen findest du wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Lass mich in den Kommentaren wissen, was du über den aktuellen Cannabismarkt denkst. Abonniere unbedingt den Kanal, damit du keine neue Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Deine Jung.